König Salomon, der Sohn Davids und der dritte König des Vereinigten Königreichs Israel, ist eine faszinierende Figur der biblischen Geschichte. Sein Name ist untrennbar mit der Weisheit verbunden, die ihm in den biblischen Schriften, insbesondere in den Sprüchen Salomons, zugeschrieben wird. Einige Theorien schlagen vor, dass Salomon möglicherweise eine Verbindung zu den Anunnaki gehabt haben könnte, was seine außergewöhnliche Intelligenz und seine übernatürlichen Fähigkeiten erklären könnte. Das Siegel Salomons, ein mystisches Symbol, wird oft als sechszackiger Stern dargestellt. Dieses Symbol ähnelt den sumerischen Darstellungen des Sterns oder des Himmels, die den Anunnaki zugeschrieben werden. Die Ähnlichkeiten haben zu Spekulationen geführt, dass Salomons Wissen und Fähigkeiten, die ihm durch das Siegel zugeschrieben werden, möglicherweise auf antikes Wissen zurückgehen, das von den Anunnaki weitergegeben wurde. In der sumerischen Symbolik spielten Sterne und Planeten eine wichtige Rolle, da die Anunnaki als Himmelsgötter betrachtet wurden. Das Siegel Salomons könnte daher als eine Art Talisman oder Schlüssel interpretiert werden, der Zugang zu diesem alten Wissen oder zu den Kräften der Anunnaki ermöglicht. Salomon regierte das Vereinigte Königreich Israel im 10. Jahrhundert vor Christus. Sein Vater König David hatte das Reich durch militärische Erfolge und diplomatische Allianzen aufgebaut, und Salomon erbte ein stabiles und wohlhabendes Königreich. Er ist besonders für seine Weisheit, seinen Reichtum und den Bau des ersten Tempels in Jerusalem bekannt. Salomos Herrschaftszeit wird in der Bibel als eine Ära des Friedens und des Wohlstands beschrieben. Er schloss zahlreiche politische Allianzen, oft durch Eheschließungen mit den Töchtern fremder Könige, und förderte den Handel, was dem Reich erheblichen Wohlstand brachte. Salomon hatte 700 Hauptfrauen, die als Prinzessinnen bezeichnet werden, sowie 300 Nebenfrauen. Diese enorme Anzahl an Ehefrauen und Nebenfrauen wird in der Bibel kritisch gesehen, da sie gegen Gottes Gebot verstieß. In 5 Mose 17 Vers 17 wird Königen ausdrücklich untersagt, sich viele Frauen zu nehmen. Die vielen ausländischen Frauen führten dazu, dass Salomon anderen Göttern nachfolgte und von Gott abfiel, was als Kontrast zu seinem früheren Gehorsam gegenüber Gott dargestellt wird. König Salomon wird in der Bibel und in vielen anderen Überlieferungen als jemand mit außergewöhnlicher Weisheit und Kenntnis beschrieben. Seine Fähigkeit, zwischen Menschen zu urteilen, seine tiefgründigen Weisheitssprüche und seine Verbindung zu mystischen Kräften haben zu Spekulationen geführt, dass Salomon Wissen und Fähigkeiten besaß, die über das menschliche Maß hinausgingen. Ein zentrales Element dieser Überlieferungen ist das Siegel Salomos, das ihm angeblich die Kontrolle über Dämonen und andere übernatürliche Kräfte verlieh. Das Siegel Salomons wird oft als magischer Ring oder als Stern mit 6 oder 5 Spitzen dargestellt, und es gibt Vermutungen, dass dieses Symbol in direkter Verbindung mit antikem Wissen oder außerirdischen Einflüssen steht. Ein weiteres Element, das Salomon und die Anunnaki verbindet, ist das Wissen um die Sterne und die Kosmologie. In der sumerischen Mythologie waren die Anunnaki als Himmelsgötter bekannt, und ihr Wissen über Sterne und Planeten war zentral für ihre Macht und ihr Verständnis der Welt. Auch in den biblischen Überlieferungen wird Salomo als jemand dargestellt, der über tiefes Wissen über die Natur und die Schöpfung verfügte. Es gibt Spekulationen, dass dieses Wissen über die Sterne und die kosmischen Zusammenhänge, das Salomon besaß, möglicherweise auf die Überlieferungen der Anunnaki zurückgeht. Die Verwendung des Siegels Salomons könnte in diesem Zusammenhang als eine Form von Sternensymbolik verstanden werden, die tiefere kosmische Geheimnisse repräsentiert. Der Bau des ersten Tempels in Jerusalem, den Salomon in Auftrag gab, ist eines der zentralen Ereignisse seiner Herrschaft. Der Tempel war nicht nur ein religiöses Zentrum, sondern auch ein architektonisches Meisterwerk, das die damalige Technologie und das Wissen der Baumeister weit übertraf. Einige Theoretiker spekulieren, dass das Wissen, das zum Bau des Tempels erforderlich war, auf das alte Wissen der Anunnaki zurückgeht. Der Tempel von Salomon, auch bekannt als der erste Tempel, wird in der Bibel als ein architektonisches Meisterwerk beschrieben, das für die religiöse und kulturelle Identität des antiken Israel von zentraler Bedeutung war. Archäologen und Historiker haben verschiedene Theorien entwickelt, um die historischen Grundlagen dieses Tempels zu erforschen. Es gibt Hinweise darauf, dass der Tempelbau spezielle architektonische und mathematische Kenntnisse erforderte, die in der Region zu dieser Zeit ungewöhnlich waren. Diese Hinweise könnten darauf hindeuten, dass Salomo Zugang zu Wissen hatte, das möglicherweise nicht von der Erde stammte. Einige spekulieren, dass dies durch die Anunnaki oder durch eine direkte Verbindung zu Überlieferungen, die von ihnen stammen, ermöglicht wurde.
Eine der bekanntesten archäologischen Entdeckungen in Jerusalem, die häufig mit König Salomon in Verbindung gebracht wird, sind die sogenannten Salomonischen Mauern. Diese massiven Steinmauern, die im Bereich der alten Stadt Jerusalem gefunden wurden, stammen aus der Eisenzeit und sind bemerkenswert für ihre Größe und Konstruktion. Die Forschung hat gezeigt, dass diese Mauern in der Zeit des Königs Salomon oder kurz danach errichtet wurden, was zu Spekulationen führt, dass sie Teil des Bauprojekts des Tempels oder der Stadtmauer von Jerusalem gewesen sein könnten. Allerdings bleibt die direkte Zuordnung dieser Bauwerke zu Salomon spekulativ, denn bisher gibt es keine Inschriften oder direkten archäologischen Beweise, die spezifisch den Bau des Tempels von Salomon bestätigen. Historische Dokumente und Inschriften aus der Eisenzeit sind begrenzt, und die meisten Informationen über den Tempel stammen aus späteren Texten und Bibelberichten. Wissenschaftler stützen sich auf Indizien und vergleichende Analysen, um die Bedeutung und die möglichen Dimensionen des Tempels zu rekonstruieren. Eine interessante Parallele zwischen den Anunnaki-Mythen und der biblischen Erzählung von König Salomon ist die Vorstellung, dass göttliche oder außerirdische Wesen Einfluss auf die menschliche Zivilisation genommen haben. In der sumerischen Mythologie schufen die Anunnaki die Menschen, um für sie zu arbeiten, während die Bibel erzählt, dass Salomon göttliche Weisheit von Gott selbst erhielt, die ihn zu einem mächtigen und gerechten König machte. Diese Parallelen könnten darauf hinweisen, dass die biblische Erzählung von Salomon und die sumerischen Mythen möglicherweise gemeinsame Ursprünge haben oder dass beide Überlieferungen von der Existenz mächtiger Wesen handeln, die die Menschheit beeinflussten. In der Kabbala, einer mystischen Tradition des Judentums, spielt das Siegel Salomons eine wichtige Rolle als Symbol für die Verbindung zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen. Es repräsentiert die Harmonie der Gegensätze und die Einheit der Schöpfung. Einige kabbalistische Texte beziehen sich auf das Siegel Salomons als Werkzeug zur Kontrolle übernatürlicher Kräfte und zur Erlangung göttlicher Weisheit. Diese Überlieferungen könnten eine Verbindung zu den Anunnaki andeuten, da die kabbalistische Symbolik oft auf antiken Traditionen und kosmischem Wissen basiert, das in den sumerischen Mythen beschrieben wird. Das Siegel Salomons könnte somit ein Überbleibsel oder eine Adaption eines älteren Symbols sein, das ursprünglich von den Anunnaki verwendet wurde. Falls ihr mehr über die Kabbala erfahren möchtet, schaut euch gerne mein Video dazu an, ich habe es am Ende für euch verlinkt. In der modernen Esoterik und in der Präastronautik spielen die Anunnaki eine bedeutende Rolle als vermeintliche Schöpfer der menschlichen Zivilisation und als Vermittler von Wissen und Technologie. Einige Theorien gehen sogar so weit zu behaupten, dass viele religiöse und mystische Traditionen, einschließlich derjenigen um König Salomon, direkt von den Anunnaki beeinflusst wurden. Die Symbolik, die mit Salomon verbunden ist, insbesondere das Siegel Salomons, wird in diesen Theorien oft als Hinweis auf ein verborgenes Wissen interpretiert, das von den Anunnaki überliefert wurde. Diese esoterischen Interpretationen sehen Salomon nicht nur als einen weisen König, sondern als einen Hüter eines geheimen Wissens, das auf außerirdische Ursprünge zurückgeht. Es ist faszinierend zu spekulieren, dass König Salomon möglicherweise eine Verbindung zu den Anunnaki gehabt haben könnte, vielleicht sogar in seinem Erbe oder seiner genetischen Herkunft. Wenn wir die Legenden und Überlieferungen betrachten, die Salomon eine außergewöhnliche Weisheit und übernatürliche Fähigkeiten zuschreiben, könnte man vermuten, dass diese Kräfte nicht nur auf menschliche Einflüsse zurückzuführen sind. Eine Theorie, die in Betracht gezogen werden könnte, ist, dass Salomon einen Teil seines Erbes von den Anunnaki geerbt haben könnte. Die Anunnaki, die in den sumerischen Mythen als mächtige Himmelswesen beschrieben werden, die die Menschheit mit Wissen und Technologie bereicherten, könnten Salomons außergewöhnliche Intelligenz und seine Fähigkeit, das Siegel Salomons zu nutzen erklären. Wenn Salomon tatsächlich Anunnaki-Blut in sich trug, könnte dies erklären, warum er Dinge vollbrachte, die für gewöhnliche Menschen unerreichbar waren. Seine Fähigkeit, komplexe Rätsel zu lösen, spirituelle und mystische Einsichten zu erlangen und übernatürliche Kräfte zu kontrollieren, könnte auf diese besondere Abstammung zurückgeführt werden. Vielleicht war Salomon nicht nur ein weiser König, sondern ein Bindeglied zwischen den Göttern und den Menschen, ein Hüter eines verlorenen Wissens, das von den Anunnaki hinterlassen wurde. Die Verbindung zwischen König Salomon und den Anunnaki bleibt aber spekulativ und basiert größtenteils auf Interpretationen und Theorien ohne harte historische Beweise. Während die sumerischen Texte und biblischen Berichte faszinierende Parallelen aufweisen, gibt es bisher leider keine direkten archäologischen oder historischen Beweise für eine tatsächliche Verbindung zwischen Salomon und den Anunnaki.
Während auch direkte Beweise für den Tempel von Salomon noch fehlen, liefern die Funde wie die salomonischen Mauern wertvolle Hinweise auf die Epoche und die möglichen Dimensionen des Tempels. Die fortlaufende Forschung und Archäologie tragen dazu bei, unser Verständnis dieser historischen Figuren und ihrer Errungenschaften zu erweitern und zu präzisieren. Die meisten Überlegungen zu diesem Thema gehören eher in den Bereich der spekulativen und esoterischen Studien, die versuchen, Verbindungen zwischen verschiedenen kulturellen und historischen Überlieferungen herzustellen. König Salomon bleibt eine faszinierende Figur, deren Verbindung zu mystischen und esoterischen Traditionen, einschließlich der Anunnaki, weiterhin zu Spekulationen und Diskussionen anregt. Während es verlockend ist, sich vorzustellen, dass Salomon über geheimes, außerirdisches Wissen verfügte, bleibt die Frage nach seiner tatsächlichen Verbindung zu den Anunnaki offen. Die Spekulationen über Salomons Herkunft und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten werden weiterhin erforscht und diskutiert, aber sie erfordern eine kritische Betrachtung und eine Unterscheidung zwischen spekulativen Theorien und historischen Tatsachen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schreibt eure Meinung oder Fragen in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Gedanken. Bis zum nächsten Mal.